Hi und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Deus Ex Mankind Divided. Es ist eine sehr lange Weile her, dass ich aufgenommen habe. Es ist auch eine sehr lange Weile her, dass ich irgendwas editiert habe. Hat seine Gründe. Größtenteils Leben, meine Freunde. Größtenteils das Leben. So, wo haben wir eigentlich aufgehört? Wir haben hier oben aufgehört. Wieso hier oben? Wieso hier oben? Wahrscheinlich, weil ich gerade nämlich die Gegend durchsucht habe, so wie ich es, glaube ich, auch unlocked. Das heißt, hier waren wir auf jeden Fall schon drin. So wie ich es auf jeden Fall auch gesagt hatte im letzten Video. Genau, ich habe die Gegend durchsucht und hier gibt es wohl einen Bereich, in den wir theoretisch reinkommen können. Der gerade abgesperrt ist. Genau. Confront Serve in my apartment. Haben wir gemacht. Travel to. Things you can work out the remaining bugs in our system with genau das Main Quest. Und Neon Lights. Travel to Sister. Riester Biester. So, Neon Lights ist wahrscheinlich die ganze Sache. Neon ist ja die neue Droge hier. Ganz lustiger Kram. Ah, genau, hier haben wir die 3 Quests. Was ist das denn hier eigentlich? TF29. Was auch immer TF29 ist. So ganz viele Manholes und Landmarks, genau. So. Auf jeden Fall ist da drinnen irgendetwas gewesen und ich glaube, es war auf irgendeine besondere Art und Weise wichtig. Deswegen würde ich sagen, dass wir versuchen, da jetzt reinzukommen. Gott. Ich hoffe, ich habe die Steuerung nicht absolut vergessen. Warning! Restricted Zone! Ja, das habe ich gemerkt. So. So, der ist gepinnt. Ich können wir pinnen. So. Am besten wäre es natürlich, wenn man einfach hier rüber springt und sich gar nicht mit diesem bösen Buben aufhält. Ich habe gerade eine andere Positionierung. Ich hoffe, der Sound ist okay. Wäre schade, wenn nicht, meine lieben Freunde. So. Schauen wir uns nochmal kurz um. Da ist Numero Uno. Da ist Numero Due. Und da kommen wir auf jeden Fall irgendwie runter. Solange er nicht hochguckt, ist alles okay. Alles beim Reinen. Also da unter der Erde sind auch noch ein paar Jungens. Die sehen wir so ganz grob. So. Das haben wir geschafft. Zum Glück heilen wir uns ja gerade. So. Was sehen wir hier so Schönes? Wir sehen eine Trittplatte und jede Menge anderen Scheiß. Und wir sehen, dass da drunter auch noch Zeug ist. Muss man anvisieren. So, das heißt, hier ist das Ding wenigstens kaputt. Da zielt selbstverständlich die Kamera drauf. Das ist super. Kann man überlegen. Gerade mal überlegen. Das mit der Kamera ist ein bisschen blöd gerade. Ich glaube, könnte man was machen, wenn... Nur kurz Throw Secondary Fire Inside Augmentation Wheel, genau. Ich habe eine Elite Limited Edition mit EMP-Munition.
Ist natürlich so die Frage. Ja, da das Ding keinen Schalldämpfer hat, passiert dann nämlich sowas. Bin viel zu neugierig, insofern will ich da natürlich rein. Mal überlegen. Kein Schalldämpfer, gut. Aber wenn ich dagegen schieße und dann in... Das ist ja kein automatischer Alarm. Die Leute haben nur irgendwas gehört. Das ist ja genauso, wie wenn ich jetzt eine Flasche werfen würde, um sie damit abzulenken. Ergo. Start moving. Ah, die haben mich gehört wahrscheinlich. Ich bin nicht in der Hocke, deswegen haben die mich gehört. Haha. Clever. Clever, 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 ihr Ficker. Aber dich markiere ich mir auch noch zur Sicherheit. So. Wo ist dein Kollege? Da unten ist dein Kollege. So, der geht da. Der geht da hinten in die... Und macht dann nichts mehr. Gut, das heißt, ich kann ihn auf jeden Fall schlafen schicken. Bam. So. Interessiert mich nicht. Eine Maschinenpistole könnte ich verkaufen. Juckt mich aber gerade auch nicht wirklich. Sondern... Ah genau, nicht genug Energie wegen K.O. Aber... Oh! Sehr schön. Pocket Secretary. Kurze Pause für alle, damit die das lesen können. Ich sehe keinen Code. Doch, Code 1998. Und da vorne ist auch noch eine Pocket Secretary. Und der Typ wandert hier gerade rum. So. Okay, okay. Und nochmal für alle zum Lesen. Drach me says sneak out again last night, everyone keep eyes open, she's got so much work. Okay. Ja, unwichtig. Throwable, Beer Case. Er ist hier. Okay, das war in Deckung gehen. Ah, sehr schön. Okay, okay. Bam. So, okay. Das Problem ist schon mal erledigt. Schauen wir mal, was du so dabei hast. Crafting Parts. Ich mag Crafting Parts. Komm mit. So. Schön hier in den Schatten rein. Der andere ist da hinten, das heißt, mit dem habe ich kein Problem, solange die Tür zu bleibt. Und die ist natürlich nicht zu. Gut. Aber ich werde sie jetzt auch nicht zumachen. Schauen wir gerade mal hier. Okay. Aber wir sollten ja jetzt 1998, genau, wir haben den Code für die Tür. Upp, Mini Storage Unit geöffnet. Environmental Storytelling, Honig und Kraki. Da oben war so ein Schild mit einem kleinen Roboter, also das ist hier relativ eindeutig ein Spielzeugladen gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Kurzen Blick noch. Ah genau, wir haben hier ein Safe, den wir nicht öffnen können. Noch nicht, das kriegen wir noch hin. So. Was wichtiger ist, ist das Baby hier. Damit kommen wir nämlich sehr wahrscheinlich um diese blöde Kamera rum. Na komm, Dankeschön.
Und direkt in den ersten Stock. Das ist ja lecker, lecker, lecker. So, wir wissen jetzt, da oben ist noch eine Kamera. Hier scheint nicht wirklich groß was zu sein. Und da ist sogar eine Sicherheitstür. Ich bete zu einem imaginären Gott. Ja, das war keine Kamera, sondern das war einfach nur... So, E-Book. Die sind ein bisschen zu lang. Ich würde die euch liebend gerne lesen lassen. Aber da müsste ich auch noch durch... Ist ein bisschen... blöde, sag ich mal. Ah! Sehr schön. Weiterer Triangle Code. Newspaper. Die E-Books wird's, denke ich mal, auf die eine oder andere Art und Weise. Oh. Hi. And you are? I hope you're not Edward Broad, because you don't look at all like the picture. You want to tell me what's going on here? Arts and crafts? Looks like an old toy factory to me. Except something tells me it's not The toys you make here. The This fool? is Drahomir's place. The men outside are his men. They use it to, well, to run whatever scam they have going at the time. And what scam do they have going right now? Documents. I make forgeries for Drahomir and his men. Fake permits and passports and police credentials. Whatever he wants or whatever he thinks he can push on people. Basically, if Drahomir tells me to make it, I make it. So it's a forgery ring, and you're pretty much at the heart of it. Kann man sagen. Makes me sound like a ringleader. Milena is no ringleader. I'm not very good at saying no to people who point guns at me. Verständlich sind, glaube ich, viele von uns nicht. What else can you tell me about Drahomir? He runs a fake police checkpoint with some friends of his. The police credentials I made for them. They are some of my best work. Very convincing. Unfortunately. So the real cops, they think Drahomir is one of them? Either that, or he pays them off. Oh, okay. They say there is a brotherhood among police officers. I guess it extends even to the fake ones. How did you get mixed up with these scam artists? I started forging documents to help my friends. There were people in my life I didn't want to lose. To watch someone get displaced just because they are augmented. Displaced to the Utilec complex, Gollum City. There are people there who do not deserve to be. They are sent to hell simply because their permits aren't up to date enough. So you work for these guys because you think it's the right thing to do? I work for them because they scare me. The men outside, their job is to protect me. Either I fulfill the orders Drahomir throws at me, or he does that whole gun-waving thing. I do not like guns. Okay. Where do I find Drahomir? He controls a fake police checkpoint just down the street. It is where he stops people and extorts them. Preys on their fears, their desperation. If you're lucky, he charges you some ridiculous amount in exchange for one of my fake dogs. And if you're not lucky? He will string you along, funnel you into an endless series of promises and payments. For some, it never ends. And all this happens in broad daylight in the middle of the street? Amazing what people would tolerate when they are scared. A man with a gun and a fake uniform stops you in the street, tells you you must go somewhere, pay for something. Most people will do whatever he wants. But you are not like most people, are you? Was ich nie wirklich verstanden habe, was die Mode in der nahen Zukunft angeht, sind unter anderem diese durchsichtigen Jäckchen, die quasi wie sehr billige Raincoats aussehen. Aber sie hat zum Beispiel jetzt eine Weste oder sowas in diesem Stil an. Muss man drunter schwitzen wie Sau. Don't you? I like knowing there are other options. Okay, so stab him, scare him, or get the police to do their job for once. I remember Drahomir mentioning this cop who threatened him.
she was hanging around his checkpoint. Who Das klingt knows? gut. Maybe there really is one good cop in Prague. That sounds like the safest bet. Otherwise, you're asking me to pick a fight with a bunch of guys in uniforms, scam artists or not. The whole city would come down on you. Probably. Still, up to you how you want to handle it. Right. And just so we're clear, you are going to stop forging documents now. I don't like getting into trouble. And even worse is other people suffering because of me. No more faking documents ever again. Ich glaub's ihr sogar. Unless someone really needed one. Then I'd probably... I mean, if we knew for a fact that we could help someone, we should do whatever we can, right? Ja. Ja. It depends what you have in mind. The docs I make, they really can fool the authorities. Sort of. Sort of. Drahomir flooded the streets with forgeries. So the city started tracking more, adding scanners, validation numbers. Now, unless one of my permits gets activated in the city database, it's just plastic. So you're telling me these people pay for forgeries and then probably get deported anyway? It doesn't have to be that way. I have 2 permits that I literally just made. And I think we can really help these people. If you're willing. Auf der einen Seite ist es nicht so cool, auf der anderen Seite scheint Prag ziemlich assi zu sein, was Augments angeht. Aber es scheint auch derzeit der größte Teil der Welt zu sein. Und ich sehe es halt im Endeffekt wirklich nicht ein, ähnlich wie sie, dass Leute dafür eingesperrt werden, nur weil sie ein bisschen anders sind und nur weil jetzt ihre Permission nicht up-to-date ist, weil sie vielleicht nicht das Geld haben oder was auch immer, oder weil einfach das ganze Prozedere verkorkst ist. Ergo sum, wir haben Diskriminierung und wir werden dagegen vorgehen. Alright, how do we help? Their names are Edward Broad and Irenka Bauer. Drahomir was going to charge them like 20 more times. But maybe you could just give them the forgeries? Klar? Early Christmas present? You said it's just plastic, that people get deported anyway. How does this help them? I think I know how to get them activated. As long as you're willing to follow through. Yep. Alright. I'll go meet Edward and Irenka. In the meantime, are you going to be okay here? Once they learn that Drahomir's been taken care of, the others will leave me alone. Ah, sehr schön. He's the one I'm scared of. Das heißt, sobald wir Drahomir By the way, ausgeschaltet there's a haben, safe haben over wir there with the freien extra Zugang. money. I'll give you the code. 2489. Feel free to help yourself. What about you? Way ahead of you. Ich mag sie. Ist das ein Xbox 590 Controller? Solotte oder sowas? Newspaper haben wir schon mittlerweile 10.000 gelesen. Der Typ ist noch immer da und in dem Raum... Oh, doch, da gibt's was. Da gibt's was. Ihr habt gesehen, da hinten war... Oh, sehr schön. Oh, nicht so schön. Da war etwas, das aussah wie ein Laptop. So. Wo soll das Safe sein? Nebenbei gesagt. Ist der hier? Nee. Dann ist es wahrscheinlich der unten. Da wo wir reingekommen sind. Weil ansonsten sehe ich hier nichts. Aber wir können ja jetzt ran und raus. So, die Sache ist halt wirklich, der Typ da hinten stört natürlich ein bisschen. Aber da war ein Laptop auf der rechten Seite. Und mal schauen, ob wir den... Ah, okay. Der Laptop ist wahrscheinlich auch verantwortlich für die Tür. Die ist nämlich sehr gesichert. Gut, dann schauen wir mal eben, was hier im Tresor so Schönes ist. Und ob es der ist, an den ich jetzt auch wirklich dran will. Ja, sehr gut. 2, 4, 8, 9. Dup, dup. So. Ah, okay. Jetzt verstehe ich, wie das Ganze funktioniert.
Und wow, nicht schlecht, Herr Specht. Gut. Dann haben wir das erledigt. Ich bewege meinen Hintern. Ist quasi über denselben Weg wieder zurück. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn wir uns zum Polizei-Checkpoint bewegen, der müsste auch von der Karte her genau hier sein. Super. Und hier ist, glaube ich, die Dame, die uns kontrolliert hatte. Falls ihr euch ein paar Folgen zurückerinnert, da war eine Polizistin, die uns kontrolliert hat. Und hier ist der Checkpoint. Dann können wir uns damit auseinandersetzen. Und dann unseren Hinterteil hier in die Ecke bewegen. Gut, danke fürs Zuschauen. Kommentieren, liken, abonnieren, wenn ihr mehr von dem Ganzen sehen wollt. Keine Sorge, jetzt wird das Ganze wieder regelmäßig rauskommen. Ich werde diesen Riesenbatzen aufnehmen. Um es wieder regelmäßig rauskommen zu lassen. Bla, deutsche Sprache. Und für diejenigen, die natürlich auch unsere anderen Shows schauen, keine Sorge, die Sachen kommen. Ich brauche einen Break. Dazu wird es einen Vlog geben. Don't worry. Für die anderen, ich kümmere mich und bis zum nächsten Mal.